Ankunft am Hauptbahnhof. Wir sind endlich da, Sarah. Der Bahnhof ist wirklich riesig. Ja, alles ist aus Glas. Auf welcher Ebene sind wir? Wir sind ganz oben. Wo ist der Ausgang zum Platz? Wir müssen nach unten gehen. Nehmen wir die Rolltreppe? Ja, mit dem Koffer ist das besser. Es sind so viele Menschen hier. Das ist die Hauptstadt. Ich rieche frischen Kaffee. Lass uns zuerst einen trinken. Lukas und Sarah stehen mitten im Hauptbahnhof. Berlin ist unglaublich groß und sehr laut. Menschen laufen schnell. Alle haben es eilig und ziehen ihre Koffer. Der Bahnhof hat viele verschiedene Ebenen. Züge fahren oben und unten. Die Architektur ist sehr modern und lichtdurchflutet. Überall gibt es kleine Geschäfte und Bäckereien. Lukas kauft 2 Kaffee. Er bezahlt an der Kasse und gibt Sarah den Becher. Der Kaffee weckt sie auf nach der langen Zugfahrt. Sie gehen zum Ausgang. Draußen weht ein kühler Wind durch die Straßen. Sie sehen die Spree, den Fluss von Berlin. Das Wasser glänzt grau. Das Abenteuer beginnt genau in diesem Moment. Lukas freut sich sehr auf die vielen Museen. Berlin wartet auf sie. Das Brandenburger Tor. Wow, schau dir das an. Das Brandenburger Tor. Es ist größer als im Fernsehen. Ja, die Säulen sind massiv. Was ist das oben auf dem Tor? Das ist die berühmte Quadriga. Ein Wagen mit 4 Pferden? Genau, ein Symbol für Frieden. Können wir ein Foto machen? Natürlich, stell dich dorthin. Ist der Hintergrund gut? Perfekt, bitte lächeln. Zeig mal das Bild her. Es ist sehr gut geworden. Sie stehen nun auf dem bekannten Pariser Platz. Das Brandenburger Tor ist das wichtigste Wahrzeichen der Stadt. Früher verlief hier die Grenze von Berlin. Die Stadt war lange Zeit in 2 Teile geteilt. Heute ist alles offen. Viele Touristen machen Selfies vor dem Tor. Straßenmusiker spielen fröhliche Lieder hier. Die Stimmung ist toll. Lukas erzählt Sarah von der Geschichte. Er hat vorher ein Buch über Berlin gelesen. Sarah hört ihm gut zu. Sie laufen durch die großen Säulen hindurch. Auf der anderen Seite beginnt der Tiergarten. Das ist ein großer Park. Die Sonne kommt jetzt hinter den Wolken hervor. Lukas packt seine Kamera in den Rucksack. Sie spazieren weiter. Unter der Glaskuppel. Haben wir unsere Tickets? Ja, ich habe sie auf dem Handy. Wir müssen zur Kontrolle. Wie am Flughafen? Ja, die Sicherheit ist streng. Das Gebäude ist sehr alt. Aber die Kuppel ist neu. Nehmen wir den Audioguide? Ja, der ist kostenlos. Wir gehen eine Rampe hoch. Man kann nach unten sehen. Dort sitzen die Politiker. Genau, im Plenarsaal. Die Aussicht ist fantastisch. Lukas und Sarah besuchen das Reichstagsgebäude. Hier arbeitet die deutsche Regierung heute. Es ist ein historischer Ort.
Die Architektur ist eine Mischung aus alt und neu. Die große Glaskuppel auf dem Dach ist berühmt. Sie symbolisiert Transparenz. Die Besucher können den Politikern zusehen. Sie laufen langsam die spiralförmige Rampe hoch. Der Audioguide erklärt alles. Oben auf dem Dach weht ein starker Wind. Man kann über ganz Berlin schauen von hier. Lukas zeigt auf den Park. Sarah macht ein Video von dem blauen Himmel. Das Glas spiegelt das Licht der hellen Sonne. Es ist angenehm warm. Nach einer Stunde gehen sie wieder hinunter. Der Besuch war sehr informativ und spannend. Sie haben viel gelernt. Die echte Currywurst. Ich habe großen Hunger. Ich auch. Was essen wir? Wir müssen Currywurst probieren. Da drüben ist ein Imbiss. Die Schlange ist sehr lang. Das bedeutet, es schmeckt gut. Was bestellst du dir? Eine Currywurst mit Pommes. Mit Mayo oder Ketchup? Mit viel Mayonnaise, bitte. Hallo, 2-mal Currywurst bitte. Und 2 kalte Cola dazu. Das macht 14 €. Hier ist ein 20-Euro-Schein. Sie stehen an einem kleinen Stehtisch. Der Imbiss ist direkt an einer lauten Straße. Autos fahren vorbei. Die Currywurst ist eine Spezialität in Berlin. Die Wurst ist in kleine Stücke geschnitten, darüber ist rote Soße. Die Soße schmeckt süß und ein bisschen scharf. Viel gelbes Currypulver liegt oben auf der Wurst. Lukas probiert ein Stück. Er findet das Essen wirklich sehr lecker. Sarah isst die heißen Pommes mit einer Gabel. Sie sind knusprig. Berliner lieben diesen schnellen Snack sehr. Man isst ihn oft im Stehen in der Pause. Es ist einfach und gut. Sie trinken ihre kalte Cola aus der Flasche. Der Hunger ist weg. Jetzt haben sie wieder Energie für die Stadt. Kunst an der Mauer. Das ist die Eastside Gallery. Die Mauer ist so bunt. Sie ist über 1 Kilometer lang. Sind das alles echte Gemälde? Ja, von Künstlern aus aller Welt. Schau mal dieses Bild hier. Das ist der berühmte Bruderkuss. Es sieht sehr realistisch aus. Viele Gemälde zeigen Freiheit. Die Spree ist direkt dahinter. Wollen wir am Wasser spazieren? Ja, das Gras sieht weich aus. Es ist sehr friedlich hier. Kaum zu glauben, was früher war. Die Eastside Gallery ist ein Rest der Mauer. Früher war diese Wand ein Symbol der Teilung. Heute ist sie Kunst. Hunderte Künstler haben die grauen Steine bemalt. Die Bilder erzählen von Hoffnung und Frieden. Es ist ein Museum draußen. Lukas liest die Texte, die neben den Bildern stehen. Manche Farben sind schon ein wenig verblichen. Trotzdem ist es schön. Hinter der Mauer fließt der breite Fluss ruhig. Junge Leute sitzen im Gras und hören Musik. Ein Boot fährt vorbei.
Sarah setzt sich auf die warme Steinmauer. Sie denkt über die deutsche Geschichte nach. Es war eine schwere Zeit. Der Kontrast zwischen der dunklen Vergangenheit und der bunten Kunst ist sehr beeindruckend. Berlin vergisst nicht.